Es gab in der Sowjetunion zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Frauenbilder. Äh, Der frühe Bolschewismus, also Lenin und seine Anhänger, hatten ein Frauenbild, das von der Idee der Gleichberechtigung geprägt war. Frauen sind gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft. Und zwischen Frauen und Männern wird kein Unterschied gemacht. Äh, die frühen Bolschewiki haben Frauen als Kameraden gesehen, nicht als Ehefrauen, sondern als Genossinnen. Jelena Bonner hat man in ihren Erinnerungen, also die Ehefrau von Andrei Sacharow, hat in ihren Erinnerungen geschrieben, wie ihre Eltern, ähm, wie sie mit ihren Eltern in den 20er Jahren in Moskau aufwuchs. Und sie beschrieb das Verhältnis zwischen ihren Eltern und das Verhältnis der Eltern zu den Kindern als kalt. Kalt, abweisend, technisch. Und sozusagen als Arbeitsgemeinschaften gleichberechtigter Menschen, in denen Gefühle und romantische Vorstellungen von Liebe keinen Platz hatten. Das ist, glaube ich, ein Bild, das die asketischen Bolschewiki jeweils auf der höheren Ebene miteinander verband. Dass ihre Ehefrauen eigentlich, so wie das nach dem Muster von Lenin, Nadjeschda Krupskaja und Lenin, als eine Gemeinschaft von Berufsrevolutionären verstand. Die Frau als Kamerad und nicht als Hausfrau. Das ist, glaube ich, etwas Neues. Die völlige Entsexualisierung des Frauenbildes, die Prüderie, die einen geradezu an die Puritaner und ähnliche protestantische Sekten erinnert. Also die Bolschewisten, die extrem lustfeindlich sind und die Beziehung zwischen Mann und Frau gar nicht in Kategorien von Liebe, Lenin hat mal gesagt, bürgerliches Vorurteil sei das, also beschreiben, sondern eben die Geschlechterbeziehungen völlig neu deuteten. Das aber war natürlich ein Bild, das von einer kleinen Minderheit in der Partei geprägt wurde. Mit der stalinischen Revolution von oben in den späten 20er Jahren kamen ja Hunderttausende von Bauern und Arbeitern in die Partei. Und die brachten ein völlig anderes Bild mit von Frauen. Frauen gerieten sehr schnell in die Minderheit in dieser Partei. Das waren sie auch vorher schon, aber sie waren eine Minderheit in der Partei. Es war vor allen Dingen eine Partei von Männern, von jungen Männern aus den unteren Schichten, Bauern und Arbeitern, die ihre traditionellen Rollenbilder mit in die Partei brachten. Und man kann sagen, dass sich das Bild der Frau veränderte über die Jahre. Auf der einen Seite sollten Frauen genauso wie Männer in der Produktion arbeiten, sollten sich beruflich betätigen und deshalb eben mobilisierbar werden. Das Regime hatte ja immer im Kopf, dass alle Menschen im Land mobilisiert werden müssten für die Ziele des Regimes. Und das konnte nur gelingen, wenn Frauen in den Beruf kamen. Sonst hätte man sie gar nicht erreicht. Zu Hause hätte man sie nicht erreicht. Aber im Beruf, an der Werkbank und im Klassenraum konnte man Frauen erreichen. Und das war wichtig, um die Dörfer und die Peripherie des Imperiums zu integrieren. Deshalb spielten Frauen von Anfang an in der bolschewistischen Ideologie eine extrem herausgehobene Rolle, weil sie die Transmissionsriemen waren. Sie erzogen die Kinder. Sie waren diejenigen, die zu Hause die eigentlich wichtigen Dinge zu vermitteln hatten. Und deshalb kam es darauf an, die Frauen in Schaltstellen der Macht zu verwandeln. Und das war besonders wichtig in den islamischen Republiken der Sowjetunion, in Aserbaidschan und in Zentralasien, aber auch in den traditionalistisch organisierten Gesellschaften wie in Armenien und Georgien. Dort versuchte das Regime Ende der 20er Jahren, Frauen mit Gewalt aus den patriarchalischen Verhältnissen herauszuholen, weil sie begriffen hatten, solange Frauen sichtbar getrennt waren vom Rest der Gesellschaft, würde das Regime die Kinder nicht erreichen. Und deshalb spielten Frauen eine große Rolle. Das hatte aber in der Stalinzeit nur noch eine funktionale Bedeutung. Es ging nicht mehr um die Emanzipation an sich, sondern es ging um die Frage, wie kann man eine Gesellschaft für das neue System mobilisieren? Und die Antwort war nur über den Weg der Frauen. Und so gibt es diese doch sehr, am Ende, wenn man die 50er, 60er Jahre nimmt, sieht man doch eine sehr paradoxe Situation. Auf der einen Seite die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt, überall, das hat sich ja in allen Ostblockländern durchgesetzt, und dennoch das Festhalten an extrem
traditionellen Geschlechterrollen. Klare Trennung zwischen Mann und Frau. Die Vorgesetzten sind die Männer, die Mitarbeiter sind die Frauen. Die Männer kommen nach Hause von der Arbeit, die Frau auch, aber die Frau kocht dann auch noch und macht den Haushalt und erzieht die Kinder, macht also alles, was der Mann nicht machen will. Und das Interessante daran ist ja, wenn man nach Russland kommt, beobachtet man, dass zwar alle Frauen arbeiten, aber dass die Rollenverteilung sehr patriarchalisch und traditionell ist. Und das hat sich im Grunde, ich würde so sagen, das war der Kompromiss, den die Bolschewiki machen mussten, um ihr Projekt durchzusetzen. Sie konnten in Aserbaidschan und in Usbekistan ihr Frauenbild nicht durchsetzen. Und Stalin selbst und seine Entourage hatten ein sehr traditionelles Frauenbild. Ja, in dieser ganzen verschworenen Männerklicke im Politbüro wurde keine einzige Frau zugelassen. Das ist ja auffällig, dass in den Repräsentationen im Politbüro einmal gab es eine Frau, eine Bildungsministerin unter Khrushchev, die Mitglied des Politbüros war. Einmal. Ansonsten war da keine Frau, im Zentralkomitee fast gar nicht. Also Frauen spielten eine Rolle im Arbeitsleben, aber in untergeordneter Funktion. Und diese Männergesellschaft orientierte sich sehr stark bis heute an patriarchalischen Mustern. Man muss sich nur Putin und seine Umgebung anschauen, dann versteht man sofort, was gemeint ist. Die kommunistischen Parteien waren eigentlich überall. Ich will das mal etwas drastischer formulieren, Veranstaltungen von Männern. Das war in Italien nicht anders und das war in der KPF in Frankreich nicht anders. Ein sehr schönes Buch, in dem man das nochmal nachlesen kann, ist von Didier Eribon, dem berühmten Soziologen und Foucault-Biografen. Das Buch heißt Jenseits von Reims und dort beschreibt er seine Jugend in Lothringen in einer kommunistischen Arbeiterfamilie. Und Eribon ist nun schwul und er kann das nirgendwo sagen. Und Schwule sind in diesen kommunistischen Familien einfach ein Tabu. Das hätte sein Vater gar nicht verstanden, wenn er das auch nur geäußert hätte. Und er beschreibt das als eine Bewegung der sozialen Emanzipation, die sich aber überhaupt nicht auf das Verhältnis zwischen den Geschlechtern bezieht. Sowohl die Mutter arbeitet in der Fabrik wie der Vater, aber genau wie in der Sowjetunion macht die Mutter den Haushalt und der Vater macht es nicht. Und sehr klar sind die Geschlechterrollen getrennt. Und was er beschreibt, ist eine proletarische Männlichkeitskultur. Und solange die kommunistischen Parteien Teil der proletarischen Kultur blieben, solange waren auch diese patriarchalen und traditionellen Geschlechterverhältnisse gefestigt. Bei den Sozialdemokraten war das anders, weil die ihre Anhängerschaft veränderten. Da waren es am Ende Lehrer und Angestellte, Leute aus ganz anderen Milieus, die auch akzeptierten, dass Frauen in diese Rollen hineinschlüpfen konnten. Die kommunistischen Bewegungen waren überall auf der Welt eigentlich Repräsentationen von Männlichkeit, von kerniger Männlichkeit. Und deshalb glaube ich, ist es überhaupt kein Zufall, dass die ehemaligen Kommunisten in Italien und in Frankreich, dass sie heute Le Pen oder Meloni wählen, weil das eigentlich ihre Welt ist, in der sie zu Hause waren. Im Grunde sind all diese kommunistischen Bewegungen soziale Emanzipationsbewegungen gewesen. Und das unterscheidet sie von allen Bewegungen, die sich auf Identität oder andere Probleme stützen. Und das, glaube ich, ist der Grund dafür, warum das so leicht ist, dass die Kommunisten oder die Leute aus dem kommunistischen Milieu sich von den rechten Bewegungen viel stärker angesprochen fühlen als andere, dass das eben so ist. Der Kapitalismus hat ja den großen Vorteil, dass er unterschiedliche Räume der Begegnung öffnet. Dass man sich in proletarischen Milieus anders bewegt als im Milieu der Technokraten oder der Künstler. Und das ist in den sozialistischen Staaten jedoch etwas anders, weil man den Staat nicht ignorieren kann, weil der überall präsent ist. Sozusagen die kapitalistisch-demokratischen Ordnungen haben es den Leuten ermöglicht, selber ihre Nischen zu finden und ihre Orte, an denen sie anders sein konnten. Und deshalb gibt es eine größere Vielfalt von Geschlechterbeziehungen in den westlichen kapitalistisch-demokratischen Ordnungen, während sich diese Möglichkeiten in den sozialistischen Gesellschaften eigentlich nur in kleinen Nischen und am Rande entfalten konnten. Also Homosexualität, wo sollte man das ausleben? Bis heute ist das schwierig. Ja? Lesbische Beziehungen zwischen Frauen, andere Modelle von Ehe oder Liebe, die ständig unter staatlicher Kontrolle waren,
und die man überhaupt nicht irgendwo so leben konnte, wie man das wollte. Es gab keine Single-Haushalte, bis heute nicht in der Sowjetunion oder in Russland. Wo es aber keinen Single-Haushalt gibt und wo man immer mit der Familie zusammenhockt in 2 Zimmern, da können sich keine alternativen Lebensmodelle entfalten. Das ist das Problem. Es ist nicht das Problem des Sozialismus, es ist das Problem der Mangelgesellschaft und das Problem, dass Menschen gar nicht den Luxus sich erlauben können, was anderes einmal auszuprobieren. Und das hat dazu geführt, dass diese starren Verhältnisse zwischen Mann und Frau, dass die nicht überwunden werden konnten. Dass man mit 20 heiraten musste, um eine Wohnung zu bekommen. Und dass erwartet wurde, dass in dieser Wohnung wieder das Gleiche passiert wie in der Wohnung der Eltern. Das ist etwas, was man im Westen fast überhaupt nicht begreift, warum das eigentlich sich so vollzieht. Deshalb würde ich sagen, Geschlechterverhältnisse sind starrer gewesen, weniger offen, weniger flexibel, weil es nur ganz wenige Nischen gab, in denen Menschen mal etwas anderes machen konnten. Die Dissidentenszene ist dafür ein gutes Beispiel. Die Künstler, ja, die mal ein paar andere Räume hatten, in denen sie etwas ausprobieren konnten, Schriftsteller vielleicht. Aber für die große Masse der Bevölkerung war das eben überhaupt keine Option. Man kann beobachten, dass nach 1989 oder nach 1985 mit der Veränderung des politischen Systems Frauen mehr und mehr in der Sowjetunion jedenfalls davon Gebrauch machten, gar nicht zu arbeiten. Und das haben ja Feministen im Westen gar nicht verstanden, weil für Feministen im Westen gehörte zur Emanzipation der Frau Arbeit. Und in der Adenauer Bundesrepublik sollten die Frauen zu Hause sein und in den frühen 70ern gab es dann diesen Boom, die Frauen arbeiten und geben ihre Kinder in die Kita und so weiter. Das war ja etwas völlig Neues im Westen. In der Sowjetunion arbeiteten alle Frauen und dort hieß Emanzipation eben nicht mehr Gleise verlegen, eben nicht mit Gummistiefeln in der Kantine stehen. Und das wollten Frauen und das empfanden sie als Emanzipation. Ich lackiere mir die Nägel und lasse es mir gut gehen. Ich will das eben nicht mehr machen, nicht schwere, harte Männerarbeit. Und man konnte in der Sowjetunion viele Frauen sehen, die auch auf Baustellen arbeiteten, die harte Arbeit machten, Tag für Tag. Und Emanzipation war auch, sich dagegen zu entscheiden, das nicht machen zu wollen. Und ich kann mich an die erbitterten Diskussionen zwischen deutschen und russischen Feministinnen in den 90er Jahren erinnern, die vollständig aneinander vorbeiredeten. Und ich glaube, das ist ein Zeichen. Der Staat mischte sich in diese Probleme gar nicht mehr ein. Es waren die Leute selber, die sagten, jetzt möchte ich etwas anderes machen. Lass den Mann verdienen, der soll mir schöne Dinge kaufen und ich bleibe zu Hause. Das war ein neues Lebensmodell. Und hier hat man das verstanden als irgendwie eine merkwürdige konservative Vorstellung vom Leben. Aber das war ja was Neues in der Sowjetunion. Das kannte ja niemand. Und das hat man mal ausprobiert. Man sah ja dann irgendwann diese ganzen Oligarchen und die Neureichen, die in Berlin herumliefen und ihren Frauen die neueste Gucci-Tasche schenkten. Die machten irgendwas, aber die Frauen machten nichts, außer gut auszusehen. Und das war etwas völlig Neues. Und das war ein neues Lebensmodell, das da ausprobiert wurde. Und man konnte das in den 90er Jahren überall sehen. Die es geschafft hatten, wollten eben nicht mehr arbeiten.